Wer sind eigentlich diese Wählerinnen und Wähler, die zwar verstanden haben, dass CDU, CSU korrupt sind, sie aber trotzdem wählen? Ich glaube, die denken, naja, dass die sich alle persönlich selbst bereichern, ist ja der Beweis dafür, dass sie Ahnung von Wirtschaft haben. Ich habe euch mal wieder eine PPPPP mitgebracht, eine peinlich politische PowerPoint-Präsentation zum Thema Serviceratgeber für Mitglieder der Jungen Union, die etwas mehr aus ihrem Mandat machen wollen. Korruption, aber richtig. Zur Erinnerung, wir unterscheiden zwischen Lobbyismus und Korruption. Lobbyismus ist, wenn Politik beeinflusst wird. Korruption ist, wenn ich davon als Politiker auch was habe. Wichtig, die Bevölkerung findet das eine okay, das andere aber nicht okay. So, was sind jetzt die 5 beliebtesten Korruptionsmodelle in der CDU/CSU? Das einfachste ist sicherlich das Modell Amthor. Es funktioniert ganz einfach. Man wird im Mandat bestochen, ja, man kriegt etwas und dafür tut man etwas. Das ist der Klassiker gewesen mit den Aktienoptionen, die er von diesem dubiosen Sicherheitsunternehmen bekommen hat. Wie hat er darauf reagiert? Er hat gesagt, wenn sich jemand besonders darüber ärgert, dann bin ich das. Fertig. So, damit hat er keine Straftat begangen, also war hier in Sachen Korruption alles okay. Modell Amthor 2, das ist schon ein bisschen gewiefter. Da hat er seine Funktion als Jurist genutzt, um sich von einer Kanzlei bestechen zu lassen. Das Tolle an so einem Mandat ist, dass man sagen kann, es gibt ein Berufsgeheimnis. Ich kann leider nicht darüber reden, welche Fälle ich gehabt habe. Ja, und was hat Amthor dazu gesagt? Er meinte, er hat volle Transparenz bei dieser Prüfung versprochen. Und das ist natürlich genial, wenn es ein Geheimnis gibt. Ja, auch das hatte keine Konsequenzen. Er ist mit 90% zum Landesvorsitzenden von Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden, quasi als Belohnung dafür, dass er legal bestechlich war. Ja, welche Möglichkeiten gibt es noch, sich bestechen zu lassen? Es gibt das Modell Oettinger. Ja, wir hatten eben gerade schon den Klassiker, dass man sich während des Mandats bestechen lässt. Oettinger ist da ein bisschen cleverer. Er lässt sich erst danach bestechen. Ja, er hat mittlerweile über ein Dutzend genehmigter Tätigkeiten. Ja, als Kommissar muss er nämlich nach ein paar Jahren immer noch die Kommission fragen, darf ich jetzt für den oder die arbeiten? Auf diese Vielzahl an Jobs angesprochen, hat er gesagt, unter meinen genehmigten Tätigkeiten ist die Hälfte ehrenamtlich. Super, damit ist die Sache auch getan. Lustig übrigens, dass jemand wie von der Leyen, die ja seine Parteifreundin ist und selbst ein paar Probleme hatte mit der Firma ihres Sohnes, dass die ausgerechnet das kontrollieren muss, aber das ist ja bei Amthor genau das Gleiche gewesen. Ne? Da hat ausgerechnet Schäuble als Parteifreund und ebenfalls Mensch mit Korruptionserfahrung einen Blick auf Amthor geworfen. Die Kontrolle in dieser Demokratie funktioniert echt astrein. Welche Möglichkeiten gibt es noch, etwas aus seinem Mandat zu machen? Wir hatten jetzt eben schon die Möglichkeit, während des Mandats sich bestechen zu lassen oder danach. Und Merz ist da ein bisschen cleverer. Er lässt sich sogar davor bestechen. Ne? Mit seinem Aufsichtsratsposten bei BlackRock zum Beispiel hat er richtig viele Millionen gemacht. Und er hat aber versprochen, während seines Mandats keine beruflichen Tätigkeiten außerhalb der Politik eingehen zu wollen. Ja, ich denke, damit ist die Vergangenheit dann auch erledigt. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Ich denke hier ans Modell Spahn. Das ist eigentlich ein sehr verbreitetes Modell in der CDU/CSU, ja, dass man einfach keinen Unterschied macht zwischen Freunden, Familien und Bekannten, auch beruflich, ja. Es ist alles irgendwie so ein bisschen vermischt. Keiner versteht es so richtig. Plötzlich
kriegt man irgendwie einen Kredit und am Ende hat man eine Villa im Wert von 4,1 Millionen Euro. Ich verstehe das auch nicht so genau, wie das funktioniert. Jens Spahn sagt dazu, es funktioniert besser mit jemandem, den man kennt. Alle diese Beispiele sind legal, weil sie nicht verboten sind. Trotzdem muss manchmal ein Abgeordneter zurücktreten, weil er bestechlich ist, obwohl er gar nichts Verbotenes getan hat. Da fragt ihr euch als JUler sicher, wie kann ich verhindern, dass ich zurücktreten muss? Und da gibt es eine ganz wichtige Regel: erst erwischen lassen, wenn man berühmt genug ist. Ja? Da gibt es eine ganz klare Demarkationslinie. Wenn man drüber liegt, darf man bleiben. Wenn man drunter liegt, muss man zurücktreten. Das sieht man hier sehr gut. Liebe JUler, war da was für euch dabei? Was sind eure Korruptionstipps aus der Praxis? Schreibt's mir in die Kommentare und lasst ein Abo da.